willkommen zum ersten Teil von meinem Frühlings-Reset. Yay! Leute, das Video passt heute so gut, weil es ist heute auch der erste Tag vom Frühling, Frühlingsanfang, 22. März. Und ich liege gerade noch in meinem Bett im Schlafanzug. Und ich weiß, ihr wartet alle schon ganz lange auf meine Frühlings-Room-Tour oder auf meinen Frühlings-Room-Makeover. Aber ich habe mir gedacht, Leute, ich muss erstmal richtig aufräumen und ausmisten, bevor ich hier irgendwas dekorieren kann, bevor ich wieder neue Sachen anschleppe und irgendwas hier reinstelle. Weil es sieht wirklich schlimm aus. Also meine Schreibtischschubladen sind voll mit Müll und ich habe wirklich keinen Platz mehr für irgendwas. Und meine ganze Deko ist auch noch nicht angekommen. Also es kommt noch ein Paket mit Sachen, die ich bestellt habe für Frühlings-Decoration und deswegen müssen wir noch ein bisschen warten, aber die Zeit nutzen wir, um aufzuräumen, alles ein bisschen schöner zu machen. Ich muss nämlich auch mal wieder putzen. Worauf ich mich heute am meisten freue, ist eigentlich diese Poster da wegzumachen. Ich kann sie nicht mehr sehen. Die sind immer noch von Weihnachten mit diesem Weihnachtsgeschenkpapier, was nur die provisorischen Poster waren und es sieht nicht schön aus und deswegen freue ich mich, endlich heute die neu zu machen. Also ich schaue mal, ob ich das heute schon schaffe, aber ich hoffe. Ja, das ist euer Sign, Leute. Euer Zimmer auch richtig schön auszumisten und aufzuräumen für den Frühling. Weil bevor ihr dekoriert oder irgendwas umstellt oder sonstiges, müsst ihr erstmal klar Schiff machen und alles schön machen. Dann könnt ihr euch richtig auf den Frühling freuen. Also ich hoffe, das Video motiviert euch vielleicht auch, ein bisschen aufzuräumen und auszumisten. Dann können wir das zusammen machen. Ich stehe jetzt erstmal auf und dann frühstücke ich. Let's do this! Kaffee ist ready und ich zeige euch mal kurz ein Overview von meinem Zimmer, wie es aussieht. Damit arbeiten wir heute, Leute. Der Schminktisch sieht so schlimm aus. Aber das hier wird meine erste Stelle heute zum Ausmisten. Weil ich finde, das sieht auch immer so richtig scheiße aus, wenn da so viel vollgestellt ist. Und dieses Regal ist meine Ablage für alles. Und ich habe überlegt, ob ich das vielleicht hochkant stelle. Und deswegen muss ich das mal ausmisten und gucken, was ich dafür auch noch brauche. Ja, bevor wir das machen, würde ich sagen, ziehe ich mich jetzt erstmal an und mache mein Make-up, mache mich fertig. Weil so im Bademantel bin ich irgendwie ein bisschen unmotiviert aufzuräumen. Mein Outfit. Und bevor wir jetzt anfangen, habe ich gedacht, zeige ich euch noch irgendwie Poster, die ich schon ausgesucht habe, die ich halt über mein Bett hängen will. Here they are. Ich finde die so cool. Das sind so zwei Barbies. Wartet, bisschen schwer, das zu zeigen. Auf so schwarzem Hintergrund. Und einmal die hier haben wir, dieser Zeitung. Und dann noch hier die andere Barbie. Die Barbie ist ein bisschen in den Selbstbräuner reingefallen. Die ist ein bisschen orangener als die andere. Also ich hoffe, das sieht nicht komisch aus, wenn ich hier nebeneinander hänge. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, aber ich habe zum Geburtstag auch ein Poster geschenkt bekommen. Da steht drauf: Better late than ugly. Ich dachte, vielleicht hänge ich das irgendwie da so an die Seite. Okay, mein drittes Poster ist ja nicht angekommen, weil ich hatte eigentlich noch eine dritte Barbie bestellt. Aber dafür ist es anderes angekommen. Und zwar neue Crocs, die ich mir bestellt für den Frühling. In rosa. Und eigentlich hatte ich noch welche in weiß bestellt. Die sind auch noch nicht da. Aber dafür sind schon diese Jibbits angekommen. Mir hier neue ausgesucht. Und die hier sind meine Favorite. Die sind voll süß. Das sind nämlich so kleine Blümchen. Packen wir jetzt mal aus. Oh, ich freue mich so. Guck mal, die passen so schön zum Frühling in diesem Babyrosa. Passt auch schon zu meiner Jacke, die ich gerade anhabe. Und ich liebe Crocs einfach, Leute, vor allem für den Sommer. Und vor allem, wenn man so an den Strand geht oder im Garten ist, dann kann man einfach so perfekt reinschlüpfen. Aber man kann ja auch dieses Ding hier runter machen, dann kann man da auch perfekt drin laufen. Und das Beste ist, man kann die ja immer so individuell gestalten. Das ist mein Favorite Part. Ich habe mir nämlich hier ganz viele Spring Jibbits bestellt. Ich habe mal, die sind so Cherry Blossoms hier. Und dann habe ich noch so Ketten. Die kann man dann so dran machen und hier sind auch noch so Muschel-Jibbits drin. Und einfach noch so eine normale Kette hier, so eine goldene. Aber auch schon ohne Jibbits sehen die Crocs super süß aus in dem rosa. Schaut mal. Und ich freue mich voll drauf, die zu tragen, weil man kann einfach reinschlüpfen und loslaufen, ohne groß nachzudenken. Und ich würde sagen, wir packen jetzt die hier mal aus und machen die mal dran. Ich glaube, die Kette mache ich jetzt einfach hier oben dran, weil das so schön matcht in dem rosa. Ich habe mir übrigens die Classics Clock Style Crocs bestellt. Das finde ich schon süß. Vielleicht mache ich hier vorne noch eine Blume dran. Ich glaube, die anderen Charms hier verwahre ich noch, bis meine weißen Crocs kommen. Dann mache ich da nämlich auch die Muscheln dran. Vielleicht kommen die ja noch früh genug, dann kann ich das noch einblenden, wie ich das dekoriert habe. Oh, guck mal, wie cute die geworden sind. Ich zeige euch jetzt mal angezogen. Die sind einfach super leicht und bequem und die passen irgendwie richtig gut zu allem, was ich gerade mache.
freue mich so. Ich lasse jetzt direkt hier an. Und jetzt geht's aber dem Regal da an den Kragen. So, altbewährte Methode ist mein Müllsack und der Wäschekorb. Und hier kommt wieder alles rein, was ich behalten will. Und hier, obviously, der Müll. Und jetzt sortieren wir erstmal aus. Hast du schon gesucht? Leute, ich habe noch Sachen gefunden, die ich gar nicht kannte. Das ist praktisch. Oh nee. Geld gefunden. Noch mehr Geld gefunden, Leute. Ich werde noch reich in dem Video. So, ich bin schon bei der dritten Kiste, Leute. Was ist das? So, Regal ist leer. Meine Ausbeute sind 1000 Staubflusen und Sephora-Gutschein. Der ist immer noch gültig. So, jetzt werde ich das Regal mal aufstellen und sauber machen, weil meine Nase, ich habe Stauballergie. Oh. Leute, bitte macht's wie ich und räumt auch auf und saugt hinter euren Schränken. Oh, oh. So. Leute, mein Zwischenstand. 2 fette Müllbeutel wenigstens schon voll. Leute, nein, mein Stativ hat mein Glas runtergeschmissen. Oh, noch mein schönes Glas. Ach nö, das kann nicht wahr sein. Leute, so wäre meine Vision. Also die Collage würde dann wegkommen, weil das sieht jetzt komisch aus, weil es schießt ja unten gar nicht ab. Und da mache ich nur 2 Bilder übers Bett. Und vielleicht schiebe ich es auch noch ein bisschen weiter nach rechts. Wie findet ihr das, wenn das Regal da steht? Ich finde es eigentlich ganz cool. Ist mal was anderes. Leute, ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Sieht bestimmt komisch aus, weil ich hatte immer eine Collage an der Wand. Oh oh. Leute, Hilfe! Ich kann nicht mehr. So, ich habe jetzt alle Fotos abgemacht und ich habe die so aufgestapelt, dass sie nicht aneinander kleben, damit ich vielleicht auch eine kleine Collage machen kann, falls ich irgendwas noch aufhängen will. Aber ich finde, mein Zimmer sieht viel heller aus, jetzt wo die Bilder weg sind. Bin begeistert. So, meine erste Deko für heute. Tada! Das hier sind die Sachen, die ich behalten habe aus den Körbchen. Und die muss ich jetzt wieder einräumen. Und ich will auf jeden Fall so viel wie möglich von den Sachen in den Kisten verstauen, damit nicht so viel lose Sachen rumfliegen und komplett verstauben. Zum Beispiel habe ich jetzt auch meine Sonnenbrillen hier in so eine Box getan. Und da kommt jetzt schön der Deckel drauf. Und dann kann ich es als Deko benutzen und es verstaubt nicht. Und ich habe so viel Platz jetzt, ich weiß gar nicht, was ich da alles reinstellen soll. Okay, das Regal ist soweit fertig. Ich habe nur noch ein leeres Fach übrig, aber ich finde bestimmt noch irgendeinen Krimskrams aus anderen Schubladen, der da noch rein kann. Aber ich lasse es jetzt erstmal so, damit ich es auch nicht zu overloade. Und jetzt, glaube ich, mache ich mal die Bilder, weil ich unbedingt wissen, wie die Poster aussehen. Ich habe mich da schon so lange drauf gefreut. Und ich glaube, ich habe auch mehr Motivation, noch weiterzumachen, wenn die Bilder schon mal schön aussehen. Und ich habe auch noch für mein Bett, da will ich auch noch eine Veränderung machen, weil ich finde dieses Betthaupt so hässlich da hinten. Habe ich noch so ein Betthaupt bestellt, das kann man so da überziehen. Und wenn das klappt, das wäre so cool, Leute. Dann sieht das so viel besser aus. Aber wir schauen mal, ist noch nicht angekommen. Also es ist quasi so ein Cover für über das Betthaupt. Ich stelle mir das richtig cool vor. Ich hatte keine Lust, ein neues Bett zu kaufen, weil ich mag mein Bett eigentlich. Aber ich finde das Betthaupt so richtig hässlich. Oh, das Schlimme ist, Leute, Papa muss da neue Löcher bohren. Und das ist so schwer an dieser Wand, weil die gefühlt aus Stein besteht. Ich habe schon mal nachgedacht. So, jetzt nehmen wir einfach einen Scrunchie zum sauber machen. Ich habe keinen Lappen gefunden. Aber es sieht cool aus, guck mal. Barbie. So, ich konnte nur eine jetzt aufhängen wegen den falschen Löchern. Die müssen wir noch zumachen und Papa muss noch anderes Loch da machen. Und die kommt dann vielleicht dahin, weil ich habe jetzt noch eine andere ja bestellt. Und die könnte von der Farbe besser passen, weil die ist halt ein bisschen oranger als die da. Aber ja, stay tuned für die Barbies.
Hi Leute, ist jetzt schon der nächste Tag, weil ich hatte gestern nicht mehr so viel Zeit, weil ich im Moment so viel lernen muss. Deswegen machen wir das heute weiter. Ich kann euch jetzt endlich meine Poster zeigen. Die hängen nämlich. Ich mache euch jetzt den Poster-Reveal und ich freue mich so, Leute. Mein Zimmer sieht so verändert aus, nur weil ich halt neue Poster aufgehangen habe. Wir machen jetzt Big Reveal. Seid ihr ready? Woo! Guck mal, wie cool das aussieht. Also, ich habe jetzt hier die beiden Barbies und ich finde, es stört nicht, dass die eine ein bisschen mehr orange ist als die andere. Ich finde, es sieht eigentlich cool aus. Ich mag das auch mit dem Schwarz und dem Gold. Also stört euch jetzt nicht an meinem Bett, das muss ich noch ein bisschen schöner machen, weil da habe ich jetzt halt noch so nur meinen Bettlaken drauf. Hier meine Kommode, habe ich euch ja auch schon gezeigt, ist schön aufgeräumt und ich habe auch meinen Nachttisch schon aufgeräumt. Ich bin gerade einfach über meine Crocs gefallen. Hier, guckt mal. Ich zeige euch mal kurz einen Überblick, was da drin ist. Ich habe da jetzt so eine Kiste reingemacht, damit ich das ein bisschen mehr organisieren kann. Da ist Handcreme drin. Das hier ist für Bauchschmerzen, so ein Heating Pad. AirPods Case, Kabel. Dann habe ich 1 Million von diesen Charger-Dingern. Aber ja, meine Powerbank, die muss ich mir sauber machen. Da sind noch mehr Kopfhörer, so ein kleines Selfie-Licht und eine Kinderhülle. Jetzt alles hier reingemacht und hier drauf steht jetzt meine Lampe. Und das Körbchen hier unten habe ich auch ausgetauscht. Ich weiß nicht, ob ihr das andere Körbchen kennt, aber ich finde das hier schöner. Ja, und mein Paket ist leider noch nicht da, Leute, mit dem anderen Poster. Aber wir haben jetzt eh noch was anderes zu tun. Guckt euch mal diesen Schrank an. Das ist so schlimm. Und hier in der Schublade sieht leider auch nicht besser aus. Deswegen haben wir noch einiges zum Ausmisten. Und ich würde sagen, wir fangen mit der Schublade hier mal an. Weil ich weiß nicht, wo dieser ganze Müll herkommt, aber ich brauche auf jeden Fall mal Platz hier drin. Uiuiui. Ich habe jetzt hier auch noch so ein Körbchen, da kann ich vielleicht die Sachen reintun, die ich jetzt aussortiere und nicht mehr in der Schublade haben will. Und ich hole jetzt auch noch einen Müllsack, weil da ist ganz schön viel Müll drin. Und ich habe hier auch noch so eine kleine Box, da kann ich jetzt auch noch so ein paar Sachen reintun, damit die halt nicht verstauben. Also Leute, kleiner Tipp, bewahrt euch immer diese Boxen auf oder generell so Körbchen, weil da kann man gut so Sachen drin verstecken, die halt nicht schön aussehen, aber die man halt trotzdem in seinem Zimmer braucht. Deswegen hier habe ich auf jeden Fall auch noch Platz für Sachen. Das war wirklich fast alles Müll. Und jetzt machen wir die noch schön sauber. Und dann schaue ich mal, was ich hier reinmachen kann. Ich glaube, ich behalte das sogar als Krimskram-Schublade halt, weil irgendwann muss ich diese ganzen Sachen reintun. So, macht jetzt mal wieder hier rein. Okay, jetzt haben wir aber noch das Chaos hier. Das sieht alles ziemlich scheiße aus. Aber ich schmeiße hier wirklich mal alles drauf. Vielleicht kann ich die Sachen einfach hier reinschmeißen. Die Schublade, dann sieht es besser aus, als wenn die halt hier draußen rumliegen. Aber das ist meine Ablage für alles. Was eigentlich schade ist, weil eigentlich ist die Kommode richtig schön. Aber ja, wir räumen es jetzt mal auf. Mal sehen, wie lange es aber bleibt. Okay, guck mal, wie toll. Ich habe es jetzt noch geputzt. So sieht es jetzt aus. Also ich mache da eigentlich nie viel drauf, außer meine Parfüms. Und hier ist halt noch mein Schmuckhalter. Aber mal sehen, ich bin ja jetzt noch nicht fertig mit Dekorieren. Ich bin nur fertig mit Aufräumen. Und das war es auch schon in meinem Teil 1 von meinem Room Makeover mit dem Cleaning Part. Und ich bin froh, dass ich das geschafft habe. Jetzt können wir den besten Part machen. Dekorieren und neu einrichten. Und ich hoffe, dass mein Paket ankommt mit dem anderen Poster. Dass ich das nächste Woche dann direkt machen kann, dass wir weitermachen können. Weil irgendwie mag ich das nicht, wenn mein Zimmer halt so halb fertig ist, aber ich halt noch warten muss auf mein eines Paket. Und ja, ich hoffe, ihr habt jetzt auch Motivation bekommen, euer Zimmer aufzuräumen. Also Leute, glaubt mir wirklich, man fühlt sich danach viel besser. Ich dachte jetzt seit 100 Jahren schon, ich muss diese Schubladen ausmisten und diese Körbchen ausmisten. Und ich hatte so gar keine Lust darauf, weil ich wusste, wie viel Müll da drin ist. Aber jetzt bin ich richtig froh und man fühlt sich erleichtert, dass man es eigentlich hinter sich hat. Deswegen macht das und der Frühling ist der perfekte Anlass dafür. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns wieder im nächsten Video, was vielleicht, hoffentlich schon, das zweite Room Makeover ist. Also der Part mit dem Dekorieren. Schauen wir mal, was der Paketbote möchte. Ob er das Paket noch bringt. Aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen dicken Daumen nach oben da. Und wir machen das Outro nochmal von meinen schönen Bildern. Weil guckt, wie toll die aussehen. Ich finde es echt super. Ich freue mich so, dass ich jetzt endlich neue Bilder habe. Aber ja, lasst gerne einen dicken Daumen nach oben da. Und abonniert sehr gerne meinen
Kanal, verpasst ihr auch nicht das finale Room Makeover und wie es am Ende aussieht. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr auf den Abonnieren-Button klickt, weil dann schaffen wir vielleicht endlich die 1 Million Subscriber und dann kann der Button auch noch als Deko mein neues Zimmer. Aber ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye, bye! Und vergesst nicht, euer Zimmer aufzuräumen.